herzlich willkommen. Es ist schön, euch begrüßen zu können. Danke, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Denn heute ist ein großer Tag. Heute wäre Joseph Beuys 100 Jahre alt geworden. Mein Name ist Juan und zusammen mit Ramona und Matthäus sind wir die Initiatoren einer autonomen Klasse an unserer Kunsthochschule. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir die Notwendigkeit gesehen haben, institutionelle Strukturen, die uns umgeben, zu verstehen und zu hinterfragen. Wir schauen uns all die Entwicklungen und Konflikte genau an und verlassen die Passivität, um mitzugestalten. In unserer Arbeit machen Lücken sichtbar und besetzen sie neu. Einer dieser Lücken sind die fehlende Auseinandersetzung mit postdigitalen Phänomenen in die Lehre. Aus diesem Grund organisieren wir seit 2019 Seminare, in denen wir die Auswirkungen der soziotechnischen Netzwerke auf das Leben und die Kunst thematisiert werden. Ein anderes hochschulspezifisches Anliegen sind uns die Mythen, Bilder und Geschichten, die sich in unser Gedächtnis einprägen und Spuren hinterlassen. Erzählungen, die wir ohne Widerspruch aufnehmen und wie ein Gerücht weitererzählen. Es sind die Monologe über das romantisierte Prekariat der Kreativen. Es sind die idealisierten Geschichten von progressiven Kunsthochschulen der Vergangenheit und von einzigartigen Persönlichkeiten der Kunstgeschichte. Diesen Modus müssen wir überwinden. Dabei, es geht uns nicht darum, alles in den Müll zu werfen. Im Gegenteil, es geht darum, sich das Recht zu nehmen, um zu vergessen. Es geht darum, die Mythen, die in Dauerschleife abgespielt werden, hinter sich zu lassen. Denn die Geschichten, die in Hochschulen erzählt werden, verstärken nur die Stimme derer, die bereits gehört wurden. Die Kunsthochschulen haben bereits viele Entwicklungen verpasst, weil sie in ihren eigenen Monologen und Mythen gefangen sind. Es ist an der Zeit zu vergessen, um sich wieder richtig erinnern zu können. Es ist an der Zeit, neuen Raum für neue Geschichten zu schaffen. Heute ist aber kein trauriger Tag. Heute wird gefeiert. Heute verabschieden wir uns von den Geistern der Kunsthochschulen. Möge die Toten alle vor den Joseph Beuys in Frieden gehen und ruhen. Denn wir wollen die Dinge so sehen, wie sie waren. Wir wollen die Helden sehen, wie ihr Eltern sie gesehen haben. Lebe wohl, Joseph. Lebe wohl. Als nächstes möchten wir alle dazu einladen, eine befreiende Traumreise mit uns zu machen. Legt euch ein Löffel Butter und ein Glas Wasser bereit. Wir nehmen das Stück Butter in den Mund und lassen es auf der Zunge liegen. Sobald es langsam beginnt zu schmelzen, schließen wir unsere Augen. Wir atmen tief durch die Nase ein und wieder aus. Wir konzentrieren uns auf unser Gefühl im Mund. Etwas zunächst Hartes wird weich, später wird es cremig. Es liegt schwer auf unserer Zunge, doch wir verweigern das Schlucken. Zu Beginn fällt es uns schwer, doch mit der Zeit gewöhnen wir uns daran. Wir beobachten die Konsistenz, die Temperatur
und unsere Gefühlslage. Versetzt euch nun in eine Situation, in der ihr womöglich schon einmal persönlich gewesen wart. Ein Symposium, ein Seminar, ein Gespräch mit Freunden oder Bekannten. In diesem Vortrag oder Gespräch wird eine euch bekannte Person, eine Bewegung oder eine Institution stets einseitig und positiv beleuchtet und idealisiert, ohne dass ein konkreter und kritischer Kontext hergestellt wird. In dem Moment, in dem eine Idee geäußert wird sie von dem vorgefertigten Ideal erschlagen. Das längst Vergangene verzerrt unseren klaren Blick auf die Gegenwart. Es verstellt unseren Blick in die Zukunft. In dieser Situation wiederholen wir bereits Gelerntes. Wir erkennen, dass die Person wirklich talentiert und revolutionär war, doch übersehen wir gleichzeitig, dass wir nur eine Version der Geschichte kennen. Die Anekdote, die Geschichte und der Mythos wurden so häufig erzählt, sie erscheinen uns wie ein natürliches Gesetz, eine unabwendbare Bedingung für unser Tun. Doch sind sie auch nur eine Perspektive von vielen. Eine, die sich oft maskulinen Heldenbildern und patriarchalen Strukturen bedient. Während die Butter schmilzt, erinnern wir uns an das Gefühl, das wir hatten, als unser Gedanke durch einen schnellen Vergleich plötzlich irrelevant erschien. Eine Erzählung, die uns begleitet, doch ist es dadurch weniger wichtig. Jemand, der schon lange tot ist, dessen Gedanken und Taten zwar interessant sind, aber in ihrem Ultimatum, ihrer zu Ende Gedachtheit, das eigene beenden, bevor es angefangen hat. Wie ein feiner Fettfilm haben sich die Mythen über unsere Erinnerungen gelegt. Wir erinnern uns kaum mehr an die faktischen und problematischen Zusammenhänge, sondern nur an die epischen, aalglatten Wunschbilder. Noch einmal atmen wir tief durch die Nase ein und wieder aus. Was neu ist, was alt ist, was schon einmal da war. Wie ein leichter Schleier setzen sich die Mythen ab und färben unsere Erwartungen. All die Geschichten, Anekdoten und Erzählungen unterhalten uns. Sie zergehen auf unserer Zunge und gehen uns ebenso geschmeidig über die Lippen. Doch gerade weil es so einfach ist, diese unbestätigten Geschichten weiterzutragen, sollten wir sie hinterfragen, überprüfen oder einfach vergessen. Während die Butter schmilzt, erinnern wir uns an das Gefühl, das wir hatten, als unser Gedanke durch einen schnellen Vergleich plötzlich irrelevant erschien. Eine Erzählung, die uns begleitet, doch ist es dadurch weniger wichtig. Jemand, der schon lange tot ist, dessen Gedanken und Taten zwar interessant sind, aber in ihrem Ultimatum, ihrer zu Ende Gedachtheit, das eigene beenden, bevor es angefangen hat. In unserem Mund ist es jetzt ganz warm. Unsere Zunge kann sich nun problemlos in einem warmen See aus Butter bewegen. Der Fettfilm hat sich aufgelöst, doch blockiert er noch unseren Mund. An Sprechen ist nur zu denken, wenn wir ihn von dem Fett befreien. Der Mythos soll nun gehen. Wir schlucken alles herunter, um es zu verdauen, um es hinter uns zu lassen. Die Person, die Bewegung, die Institution, an die wir denken mussten, wird nun frei.
Wir flechten sie in den Kontext ein, aus dem sie gekommen ist. Öffnet eure Augen, trinkt einen Schluck Wasser. Schade, dass wir nicht zusammen feiern können. Vielleicht kann trotzdem jeder und jeder auf Josephs Wohl zu Hause einstoßen. Danke, dass ihr dabei wart.